Hallo, in meinem heutigen Vortrag geht es darum, sich selbst studieren zu lernen. Und starten möchte ich gerne mit einem Zitat von Bruno Gröning, ein handschriftliches Zitat. Was ist der Mensch? Ein göttliches Geschöpf. Der Mensch besteht aus Geist, Seele und Körper. Ein Mensch ist er deshalb, weil Gott ihm einen erdgebundenen Körper für ein Erdenleben verliehen hat. Alles, was Gott geschaffen hat, ist göttlich. Die Frage ist dann natürlich, die habe ich mir zumindest gestellt, was fangen wir an mit diesem göttlichen Geschenk? Sind wir uns dessen eigentlich bewusst, unseres Hierseins, dieses göttlichen Geschenkes? Und um dieses Bewusstsein zu erlangen, gibt es natürlich viele verschiedene Möglichkeiten. Man kann jetzt zum Beispiel Tausende von Theorien studieren, Bücher lesen, Filme sehen, zu Seminaren gehen und so weiter. Ist natürlich auch nicht alles schlecht, um eine Inspiration zu bekommen, aber im Endeffekt geht es doch darum, dass wir konkret tätig werden müssen. Und das heißt, wir müssen achtsamer werden. Achtsamkeit ist also ein entscheidendes Stichwort. Es gibt ein weiteres schönes Wort im Englischen für Achtsamkeit, das heißt Mindfulness. Und wenn man das übersetzt, Mind, der Geist, Fullness, also Fülle, wenn man es exakt übersetzt, heißt es Geistesgegenwart. Und ich finde, dass das einen wunderbaren Zusammenhang macht zu der Achtsamkeit. Geistesgegenwart. Per Definition ist das eine Form der Aufmerksamkeit im Zusammenhang mit einem besonderen Wahrnehmungs- und Bewusstseinszustand. Jetzt ist es so, dass der Buddhismus zum Beispiel, der so um das 6. Jahrhundert vor Christus entstand, zentral diese Achtsamkeit in seiner Lehre hat. Die meisten kennen auch daher eher dieses Stichwort der Achtsamkeit. Und sie ist tatsächlich im frühen Buddhismus die am ausführlichsten beschriebene und praktizierte Form der Meditation. Warum hat das jetzt so viel Bedeutung für uns? Nun, wenn wir uns unsere momentane Welt anschauen, es gibt so viel Ablenkung, so viel Information. Der Mensch wird und lässt sich systematisch von sich selber ablenken. Er hat sein Leben förmlich nicht mehr unter Kontrolle gehabt. Ja, man möchte schon fast von einer Strategie sprechen, bei den vielen Einflüssen, denen wir ausgesetzt sind, ob in den Medien, wenn wir durch eine Stadt fahren, etc. Es ist kein Wunder, dass viele Menschen so gerne in die Natur gehen, weil dort gibt es natürlich auch Reize und Einflüsse, aber diese können wir verarbeiten. Damit kommt unser System klar. Wie können wir nun also in dieser, ja schon, man muss so sagen, verrückten Welt zurück zu uns selber finden, zurück zu dieser Achtsamkeit, die so wichtig ist, um uns selbst als Kind Gottes, als göttliches Geschöpf zu erkennen? Eine entscheidende Möglichkeit wäre, auf den Körper zu achten, dem Körper Achtsamkeit zu schenken. Bruno Gröning hat zum Beispiel sehr oft darauf hingewiesen, dass wir uns auf unseren Körper konzentrieren sollen, dass wir wahrnehmen sollen, was in ihm geschieht. Am 3.9.1949 sagte er zum Beispiel: Ich bitte Sie von ganzem Herzen, beobachten Sie Ihren Körper. Stellen Sie sich die Frage, was geht in meinem Körper vor? Die Menschen sagten, es ist so ein komisches Gefühl, ein Gefühl, das ich noch nie gehabt habe. Und gerade deswegen, weil dieses einmalig ist, lässt es sich von den allgemeinen Gefühlen, wie Sie bisher gehabt haben, gut unterscheiden. Beobachten Sie bitte nur Ihren Körper und es geschieht schon, was geschehen soll. Wie ist das jetzt bei uns so ganz konkret im Alltag? Was kann ich da tun oder wie kann ich da für eine Verbesserung für mich sorgen? Was bringt mir die Achtsamkeit in meinem Alltag? Nun, durch Beobachtung können wir zum Beispiel unsere Gesundheit erhalten. Ich habe das dieses Jahr sehr intensiv erleben dürfen,
bei einem Urlaub in den Niederlanden Anfang des Jahres. Dort hatten wir im Rahmen dieses Urlaubs auch eine Veranstaltung zwischendrin. Und zu dieser Veranstaltung hatte ich mich zwar etwas dicker und gemütlich angezogen, weil es war ja Januar und frisch, aber in dem Raum war es ausgesprochen kalt und ich hatte meine Jacke draußen gelassen, weil ich damit nicht gerechnet hatte. Nun saß ich da und hörte einem Vortrag zu. Und anstatt auf meinen Körper zu hören, er sendete mir ganz klar das Signal, dass mir zu kalt ist, und zwar richtig bis in die Knochen hinein. Ich habe nicht auf meinen Körper gehört und habe sozusagen mich durchgefroren. Was ist passiert? Ich habe danach eine richtig heftige grippale Erkältung gehabt. Sehr heftig. Und ich wusste es eigentlich schon, als ich dort im Raum saß, dass das passieren würde, weil ich spürte, was in meinem Körper ablief. Nur, ich habe nicht den Schritt getan, mir die Jacke zu holen und mich wärmer anzuziehen. Ich habe mich also da nicht achtsam um meinen Körper gekümmert und das, obwohl ich schon die Beobachtung hatte. Also, an dieser Stelle wäre es sinnvoll gewesen, die Achtsamkeit zu haben und auch die richtige Entscheidung dann noch zu treffen. Dies ist ein gutes Beispiel eben, wie wir unsere Gesundheit durch Achtsamkeit erhalten können. Unseren Körper richtig zu behandeln, können wir auch durch Beobachtung. Also dafür sorgen, dass es uns grundsätzlich einfach gut geht. Und da ist ein gutes Beispiel die Ernährung. Eigentlich weiß jeder von uns, dass wir nicht alles vertragen und das ist auch sehr individuell. Der eine verträgt zum Beispiel Weizenbrot total gut und der andere nicht. Also da auch auf seinen Körper zu hören und mal hineinzuspüren, wenn man etwas gegessen hat, habe ich das jetzt eigentlich gut vertragen? Ging es mir danach gut? Habe ich mich fit gefühlt? Oder war es etwas, was mich eigentlich heruntergezogen hat und ich habe mich total müde danach gefühlt? Da macht es zum Beispiel Sinn, eine kleine Liste zu führen. Sich also aufzuschreiben, welche Produkte, die man isst, was in einem auslösen. Also eine Seite gut und eine Seite nicht so gut vertragen. Und dementsprechend dann auch im Alltag zu handeln, um das Optimum für sich selber rauszuholen. Eine weitere Möglichkeit, durch Beobachtung Kontrolle über den Körper zu erhalten und auch beizubehalten, Bruno Gröning hat da übrigens zugesagt, der Geist muss über den Körper herrschen und nicht umgekehrt. Also eine gute Möglichkeit sind natürlich körperliche Übungen, insbesondere Yoga, Qigong und so weiter. Auch das macht Sinn, weil wir lernen da ja unser Körpergefühl wieder zu empfinden. Und ohne unser Körpergefühl können wir nicht auf unseren Körper aufpassen. Wenn wir zum Beispiel eine bestimmte Bewegung machen, die uns nicht gut tun würde, oder jemand stürzt und fängt sich ab, aber das kann er nur, wenn er seinen Körper auch ein bisschen trainiert hat, wenn er eine gewisse Achtsamkeit für seinen Körper hat, also ein gutes Körpergefühl. Wir sollten viel öfter die Gelegenheit nutzen und uns auf unseren Körper konzentrieren. Dadurch steigt unsere Feinfühligkeit und dadurch bekommen wir auch mehr Antworten im Leben. Und wir stellen uns ja oft die Frage zu bestimmten Themen und möchten gerne eine Antwort bekommen. Aber ohne diese Achtsamkeit und diese Empfindung für uns selber wird das schwierig. Genauso ist es mit den Energien. Wenn sie fließen sollen, müssen wir unseren Körper in einem guten Zustand haben, damit das optimal funktionieren kann. Also auch deswegen ist das sehr erstrebenswert. Nicht nur der Körper sollte in unserer Achtsamkeit sein, sondern auch das gesprochene und gehörte Wort. Gerade zum Thema Krankheit kennen wir, die wir die Lehre Bruno Grönings kennen, dieses Thema ja sehr ausführlich. Er hat es extrem vermieden, das Wort Krankheit zu benennen. Er wollte auch nichts davon hören. Er wollte das nicht erzählt bekommen. Mir ist es zum Beispiel sehr intensiv passiert, dies als kleines Beispiel, wie gesagt, ganz konträr diese Situation, wo jemand über Krankheit erzählt hat und eine zweite Person auch und wie unterschiedlich das sein kann. Also ein Positiv- und ein Negativbeispiel. Auch das war bei einer Veranstaltung, bei einer Tagung und ich traf dort auf einen älteren Herrn, der leider seit einer längeren Zeit schon sehr belastet gewesen war. Und
Ja, die Schwierigkeit ist einfach, dass er immer, wenn er einem begegnet, er sagt einem kaum Hallo, also er erzählt einem immer direkt alles komplett rund um seine Krankheit. Sehr ausführlich, sehr detailliert. Und ja, ich muss schon fast sagen, es ist ein bisschen wie so eine Schallplatte. Es wiederholt sich inhaltlich immer wieder und wieder. Und bitte missverstehen Sie mich nicht, ich habe ein Mitgefühl absolut für seine Situation und wünsche ihm Gesundheit und Heilung. Aber den anderen immer wieder in diese Krankheitsschleife mit hineinzunehmen, in diese Intensität, das kann nicht unser Ziel sein und da hat Bruno Gröning uns auch ganz klar vorgewarnt. Und bei der gleichen Tagung hatte ich genau das Gegenbeispiel im positiven Sinne, auch ein Mann im mittleren Alter. Er hatte sich an dem Bein verletzt und konnte für lange Zeit sich nicht gut bewegen. Also er war wirklich beeinträchtigt. Und er hat mir diese Sache, diese Begebenheit ganz kurz und knapp geschildert. Also ja, ich muss fast sagen, kaum erwähnt. Ich musste schon fast ein bisschen nachhaken, weil mich eine Stelle interessierte. Und so sollte es ja eigentlich sein. Also ein Austausch, ja, aber kurz, knapp, sachlich. Bruno Gröning hat am 5.10.1957 gesagt: Freunde, kommen Sie mir nicht mit Krankheit an. Ich verlasse sofort den Raum. Mir ist auch von menschlicher Seite das Recht nicht zugesprochen, von göttlicher Seite erst recht nicht. Ich habe mit dem Bösen nichts gemein. Und am 5.10.58 redet er sogar darüber, dass er am liebsten zu Hause alles auf Tonband aufnehmen würde, um dem zu entgehen, dass Menschen immer wieder versuchen, ihm von der Krankheit zu berichten. Bitte verstehen Sie mich an dieser Stelle nicht falsch. Wie gesagt, ein kurzer Austausch über die Situation. Das ist ja völlig in Ordnung und ich will das auch niemandem nehmen. Aber es darf halt nicht in ein Ausmaß ausschlagen, dass man das ganze Ungute über den anderen Menschen ausschüttet. Auch da sollte man eben auf sein Wort achten. Genauso darf es aber auch nicht passieren, dass jetzt plötzlich Menschen Angst bekommen, Krankheit überhaupt zu erwähnen. Auch das ist passiert bei einer Tagung, dass eine Frau mir gegenüber stand und wir waren so im Gespräch und es flutschte ihr sozusagen raus, dass sie da etwas erwähnte und sie war ganz erschreckt und meinte direkt: „Oh nein, nein, das darf man ja jetzt gar nicht mehr erwähnen und sagen hier bei den Bruno Gröning Freunden und ich darf ja gar nicht mehr darüber sprechen." Und sie war fast panisch, muss man sagen. Und so soll es natürlich auch nicht sein. Man darf über etwas sprechen, aber kurz und knapp. Das Problem ist ja auch, warum beschäftigt sich denn der Mensch so viel in Worten mit seiner Krankheit und auch in Gedanken? Nun, es ist eine Gewohnheit geworden und man bekommt dadurch auch viel Aufmerksamkeit. Das muss man leider auch sagen. Ich habe da selber in meiner Familie lange Zeit ein Beispiel gehabt, eine enge Verwandte von mir, die zum Beispiel nie beim Essen dabei war, sondern immer danach gegessen hat, die nie mit spazieren gegangen ist, weil sie immer sagte: „Nein, dann breche ich mir den Knöchel", obwohl sie nicht alt war. Und sie hat dadurch enorm viel Aufmerksamkeit bekommen. Zum einen positive, weil viele sie überzeugen wollten, es doch zu tun, weil sie ihr helfen wollten, und auch negative Aufmerksamkeit in Missverständnis und ähm, dass man sich darüber beschwert hat, dass sie so ist. Aber auch das ist eine Form von Aufmerksamkeit. Es drehte sich immer um sie an dieser Stelle. Also auch da aufpassen, dass man nicht in die Falle tappt, dass auch eine Krankheit einem ja die Energie der anderen ein bisschen geben kann, weil sie Aufmerksamkeit schenken. Am 5.10.1958 sagt Bruno Gröning dazu: Wie unwissend doch der Mensch ist, wie er dieser Macht, der Macht der Gewohnheit verfallen, indem er in dem Glauben lebt, er müsse über das Übel sprechen. Er müsse das seinem Nächsten sagen und er müsse seinen Nächsten dahingehend angehen, dass er alles Mögliche versuchen möge, dass er von dem Übel frei wird. Der Nächste, der das zu hören erhält, wird schwach, er verfällt in das Leid. Er leidet mit,
Sie würden sagen, Mitleid kommt in ihm auf. Und mit diesem können Sie keine Hilfe von Ihrem Nächsten erwarten. Ja, das Beispiel Mitleid und Mitgefühl ist ein ganz zentrales. Mitgefühl ist für mich etwas, dass ich eine Anteilnahme mache, dass ich etwas zwar mitfühle, aber ich bleibe trotzdem in mir, in meiner Stärke. Wohingegen Mitleid, da steckt das Ganze schon im Wort drin, so wie Bruno Gröning es gerade auch sagte, man leidet mit dem anderen mit. Und das sorgt dafür, dass ich eben nicht mehr in meiner Energie bin, in meiner Kraft. Man hat tatsächlich das mal untersucht, sogar im Gehirn, und hat festgestellt, dass Mitleid und Mitgefühl an zwei unterschiedlichen Positionen im Gehirn von den Nervenzellen her ausgelöst werden. Und bei Mitgefühl bin ich einfach weiter in meiner Klarheit. Und ohne meine Klarheit kann ich einem anderen Menschen nicht helfen. Und was bringt es dann? Ein gutes Beispiel ist auch, wenn Menschen sich begegnen. Auch hier ist das Wort ja entscheidend. Man sagt so oft, wie geht es dir? Und wie oft ist es, dass man dann eine Krankheit erzählt bekommt? Warum kann man nicht mal über etwas Schönes reden? Etwas, was einen fasziniert hat, was einen inspiriert hat? Irgendetwas, was beide Menschen in eine gute Schwingung, in eine gute Energie bringt und nicht herunterzieht. Nicht nur das Wort, jetzt am Beispiel der Krankheit aufgeführt, ist entscheidend und wo wir uns achtsam darum kümmern sollten. Auch auf unsere Gefühle sollten wir achten und ihnen eine besondere Aufmerksamkeit schenken. Natürlich hängt das alles miteinander zusammen. Was in unserem Körper geschieht, löst in uns Gefühle aus und umgekehrt. Ein Gefühl löst auch eine Körperreaktion aus. Ein Gedanke löst ein Gefühl aus. Alles hängt miteinander zusammen. Aber an der Stelle möchte ich das jetzt noch mal etwas getrennt betrachten. An einem Beispiel, das Bruno Gröning gebracht hat, und zwar zur Lebensaufgabe. Wie viele von uns wünschen sich so sehr, ihre Lebensaufgabe zu erkennen oder wenigstens einen Teil davon? Und genau da sind unsere Gefühle ja auch entscheidend, denn sie führen uns oder sie können uns führen, wenn wir achtsam genug sind, sie wahrzunehmen. Und dabei ist es ganz unerheblich, ob es ein besonders positives oder ein besonders negatives Gefühl ist. Beides gibt mir ja ja, wie ein Kompass, sage ich, eine Richtung vor. Von dem Negativen sollte ich mich natürlich entfernen, zu dem Positiven kann ich hinstreben. Gegenüber Alfred Hosp sagte Bruno Gröning einst: Wenn jemand seine Lebensaufgabe erkennt und sich ehrlich bemüht, sein Bestes zu geben, dann hat er nicht umsonst gelebt. Jeder soll daher auf seine innere Stimme hören und beim richtigen Einstellen erfühlen, was zu tun ist. Wer sich aber vom Bösen verlocken und verleiten lässt, kommt unweigerlich vom Weg zu Gott ab. Sie hören nicht mehr auf ihre innere Stimme und verlieren dadurch die Verbindung zu Gott. Das heißt, letztlich auch zu sich selbst. Das ist ein ganz entscheidendes Beispiel dafür, warum man auf seine Gefühle, ja, hören ist das falsche Wort, warum man achtsam sein sollte mit seinen Gefühlen. Mit der inneren Stimme, was sie einem sagt. Und sich eben nicht von diesen ganzen Reizen und Informationen verlocken und verleiten lassen. Er benennt es hier ganz klar als das Böse, was einen ja auch von der Lebensaufgabe abbringen will. Das ist logisch. Zum Beispiel die tägliche Meditation und Kraftaufnahme ist natürlich entscheidend, wenn wir spüren, dass es uns nicht gut geht, dass wir kraftlos sind, dass wir eben nicht in dieser inneren Mitte sind, dass wir nicht mehr auf unsere innere Stimme zurückgreifen können. Da dann diszipliniert hinzugehen und wirklich immer wieder die Kraft aufzunehmen, um wieder in die Feinfühligkeit zu kommen, um die innere Stimme klarer hören zu können. Am 5.10.1958 sagte Bruno Gröning: Und so wir das Göttliche erleben, das Göttliche in uns aufnehmen, dann werden wir uns wohlfühlen. Dann sind wir frei.
dann leben wir so, wie Gott das Leben hier bestimmt hat. Und das ist doch unser Ziel. Und er sagte auch, was sie nicht sehen können, das können sie doch fühlen. Und das finde ich einen ganz entscheidenden Satz, weil wie viele wünschen sich das, ja, das dritte Auge offen zu haben oder irgendwelche Dinge zu sehen, etc. Ach, das sind viele, die sich das wünschen, aber vielleicht sind wir noch nicht so weit, vielleicht ist es für uns nicht bestimmt, aber wir können ja fühlen. Wir haben ja trotzdem die Chance, etwas zu erspüren und darüber unseren Weg zu gehen. Und so als kleinen Tipp am Rande sozusagen, wenn ich auf meine Gefühle achte, wieder ein konkretes Alltagsbeispiel, was könnte ich da tun? Ich finde es zum Beispiel ganz sinnvoll, so eine Checkliste sich zu machen. Zum Beispiel bei Filmen. Es gibt Filme, da fühlt man sich doch gut drin. Man hat Freude, Leichtigkeit, es tut einem gut. Und dann gibt es wiederum Filme, wo man Angst bekommt. Man hat so ein diffuses Unwohlsein, wenn man sie schaut. Ja, warum tun wir uns das an? Wir wollen unsere Schwingung doch reinhalten. Wir wollen uns doch nach oben erheben und nicht runterziehen lassen. Es gibt ja genug in der Welt, genug Situationen, denen wir ausgesetzt sind, die uns herunterziehen wollen. Warum dann dasselbe auch noch tun? Warum treffen wir nicht einfach unsere eigene Entscheidung und sagen, ich konzentriere mich nur noch auf die guten Sachen. Ich nehme Dinge nur noch in mich auf, die in mir gute Gefühle erzeugen. Das Gleiche gilt für Bücher, für Freunde oder Familie, also Menschen, für Musik und so weiter. Wenn wir das tun, dann sind wir nämlich kein Opfer mehr, sondern dann sind wir Gestalter unseres Lebens. Dann nutzen wir tatsächlich unseren freien Willen, so wie Gott es ja für uns bestimmt hat. Und auch dann können wir endlich die Verbindung haben, die wir uns so sehnlich wünschen. Tja, das führt unweigerlich zu Gesundheit und auch zu Glücklichsein. Als letzten Punkt zum Thema Achtsamkeit möchte ich auf die Gedanken hinweisen. Wir hatten jetzt Körper, Worte, Gefühle, aber Gedanken sind natürlich auch das Entscheidende, weil sie lösen in uns auch Gefühle aus. Sie führen dazu, dass wir Dinge aussprechen. Und im Endeffekt irgendwann führen die Gedanken über Gefühle und Worte auch dazu, dass sich etwas in unserem Körper tut. Entweder etwas Gutes oder etwas Schlechtes. Am 5.10.1958 sagte Bruno Gröning: Immer wieder kommen böse Gedanken. Immer wieder beschäftigt der Mensch sich mit dem, das er als Unheil an seinem Körper empfunden hat. Er hegt und pflegt es. Das ist ein Mensch, der sich wirklich unbewusst, wirklich von Gott gelöst hat, der zu Gott keine Verbindung mehr hat. Und wissen Sie, es geschieht so oft bei meinem Mann und bei mir, dass Menschen auf uns zukommen und sagen, ja, wir meditieren und ach, es funktioniert irgendwie nicht. Es wird nicht besser, es kommt keine Energie rein, wir merken den Unterschied nicht. Ja, liebe Freunde, Sie dürfen sich nicht wundern, wenn Sie weiterhin negativ denken. Die Meditation hilft natürlich dabei, wenn man diszipliniert auf lange Zeit und ganz regelmäßig dabei bleibt, dass auch die Gedanken besser werden. Aber ich muss an meinen Gedanken auch arbeiten. Ich muss achtsam sein, was da oben stattfindet in meinem Kopf, was ich aufnehme an Gedanken und mir klar machen, wenn es schlechte Gedanken sind, dass ich diese loswerden muss. Da gibt es ja genug Möglichkeiten, ob über Affirmationen, Seminare und so weiter. Es gibt viele verschiedene Methoden. Da kann jeder das eigene für sich finden. Aber loswerden müssen wir sie. Denn wie soll ich das gewünschte Ergebnis in einer Meditation von Ruhe und Ausgeglichenheit erlangen, wenn ich immer noch negativ denke? Negative Gedanken blockieren uns. Bruno Gröning hat sehr viel dazu gesagt, dass der Mensch frei sein muss, rein sein muss,
um aufnehmen zu können. Da gibt es eine Menge an Zitaten. Und nicht umsonst hat er zum Beispiel auch empfohlen, dass wir an etwas Schönes denken sollen während der Meditation, damit die Energie endlich mal in uns kommen kann. Am 31.08.1950 hat Bruno Gröning gesagt: Machen Sie sich jetzt frei von all dem Schlechten und nehmen Sie das Gute auf, das hier die Heilwelle ist. Nicht die menschliche, sondern die göttliche. Machen Sie sich frei von all dem Schlechten und fühlen Sie, was in und an Ihrem Körper vorgeht. Es ist nicht meine Schuld, wenn Sie nicht empfangen. Es ist nicht meine Schuld, wenn Sie nicht gesund werden. Es liegt an jedem Menschen selbst. Und das ist ja das Entscheidende. Und das Gute ist ja, wir haben es selber in der Hand. Wir können zum Beispiel unsere Konzentration trainieren. Wenn es also um Gedanken geht, dass wir in der Meditation nicht so viele Gedanken aufnehmen, sondern uns konzentrieren, das nicht zu tun. Oder zumindest auf etwas Positives uns fokussieren. Zum Beispiel auf Dankbarkeit oder ja, auf ein schönes Bild, das uns so hochkommt, was in uns einfach ein gutes Gefühl auslöst. Und genauso können wir auch Zufriedenheit trainieren. Ja, das geht wirklich. Ich habe es selber feststellen dürfen in meinem Leben. Ich war eine ganze Zeit lang während meiner Teenagerjahre und auch noch etwas in das Studium hinein so oft unzufrieden. Und warum? Weil ich die falschen Gedanken hatte. Weil ich mich immer ja nicht immer, aber sehr oft konzentriert habe auf das, was zum Beispiel in meinem Leben fehlt oder was nicht so optimal gerade läuft. Oder ich habe mich auch sehr intensiv mit Umweltzerstörung beschäftigt, mit den Kriegen, die gerade stattfinden. Auch das hat mich in keine guten Gefühle hineingebracht. Und ja, wir müssen uns mit diesen Dingen beschäftigen, denn wir wollen ja auch etwas daran ändern. Von daher ist das ja auch gut. Aber eben nicht tagtäglich und nicht in jedem Moment. Und trotz allem müssen wir uns eben bemühen, uns dahingehend trainieren, auch das Schöne wahrzunehmen, das Gute, das, was bereits funktioniert, das, was schon gut ist. Und dann werden wir auch zufriedener. Zusammengefasst, es kommt einfach auf die innere Einstellung drauf an. Und da hat Bruno Gröning sehr viel ja auch zu uns gesagt. Und nicht nur er. Wenn wir uns zum Beispiel die Christuslehre anschauen, also das Neue Testament, wie oft da Stellen drin sind, die uns genau darauf hinweisen wollen, dass wir uns um diese Dinge kümmern müssen, dass wir achtsam sein müssen mit uns selber. Gut, ich gebe zu, für viele ist Bibel ein schwieriges Thema. Ich kann das verstehen. Meistens ist der Fehler, den man macht, und den habe ich auch lange Zeit gemacht, dass man dieses Buch wie einen Roman liest. Das sollte man nicht tun. Das funktioniert nämlich überhaupt nicht. Ich plädiere da immer dafür, das eher wie ein Studienbuch zu lesen. Ich kenne das nämlich aus meinem Studium. Da gab es so dicke Wälzer und die konnte man nicht einfach so durchlesen. Da hatte man keine Chance. Man musste ganz konzentriert, reflektiert die Dinge lesen, sich Zeit dafür nehmen, auch wirklich das im Kopf mal durchgehen, durcharbeiten, um dann auch wirklich zu verstehen, worum es geht. Und genauso ist es mit der Bibel auch. Übrigens, Bruno Gröning hat uns empfohlen, die Bibel zu lesen. Allerdings nicht alles darin zu glauben. Ja, und Jesus Christus hat zum Beispiel doch auch gesagt, eine ganz entscheidende Stelle, wo er sagt: Warum denkt ihr so Böses in euren Herzen? Also, die Achtsamkeit auf unsere Gedanken, unsere Gefühle, unseren Körper, unsere Worte, das ist das Entscheidende, um mehr in diese Selbsterkenntnis zu kommen. Wir müssen uns selbst studieren, um dorthin zu gelangen. Das sind alles die Grundlagen, die wir schaffen müssen. Bruno Gröning spricht sehr oft davon, dass wir uns selber erkennen müssen.
Und er hat auch davon gesprochen, dass wir erst dann, wenn wir uns selbst erkannt haben, auch ihn erkennen und verstehen können. Und vor allen Dingen auch erst durch unsere Selbsterkenntnis können wir zur Gotteserkenntnis gelangen. Das ist der Weg und den müssen wir gehen. Und den wollen wir doch auch gehen, weil, ach, was kann man sich Schöneres vorstellen, als ja, dem immer näher zu kommen. Und wir können etwas dafür tun. Wir haben es in der Hand. Ich finde, das ist eben auch so ein unglaubliches, naja, unglaublich ist ein schlechtes Wort, ein faszinierendes, ein so liebevolles Geschenk, das Gott uns gemacht hat. Dass wir den freien Willen haben, dass wir entscheiden können, die Verantwortung zu übernehmen und all die Schritte zu gehen, um dieses Ziel zu erreichen. Mehr Gotteserkenntnis zu haben, mehr Verbindung mit ihm zu haben. Es liegt an uns. Am 1.10.1949 sagt Bruno Gröning: Ich habe Ihnen auch des Öfteren schon zu wissen gegeben, was mein eigentliches Ziel ist. Ich will jeden Menschen wieder zum Glauben zurückführen. Denn jeder Mensch ist ein Wesen der Natur. Jeder Mensch ist ein Kind Gottes. Wir Menschen haben nur einen Vater und das ist unser Herrgott. Schlussendlich ist es doch genau das, worum es geht. Die Erkenntnis, dass wir Kinder Gottes sind. Nicht nur in der Theorie, sondern ganz konkret im Erleben. Durch die göttlichen Gesetze, die wir erleben können. Seine Kraft, seine Führung, seine Liebe. Ja, und die Umsetzung dann. Genau der Fokussierung auf das Gute, auf das Göttliche. Das ermöglicht uns erst die Verbindung zu uns selbst, aber eben vor allen Dingen auch zu unserem himmlischen Vater. Und dann wird Heilung möglich. Oder wie Bruno Gröning so schön sagte, Heiligung. Des Körpers und des Geistes. Ja, und bevor ich meinen Vortrag schließe mit einem Zitat nochmal, einem Satz von ihm, wünsche ich Ihnen das von ganzem Herzen, dass Sie die Gelegenheit nutzen für sich, dass Sie tätig werden, dass Sie achtsamer werden. Es ist viel zu tun und man sollte sich nicht überfordern. Nehmen Sie sich doch einfach mal nur eine Sache zum Beispiel für ein halbes Jahr vor, sich besonders auf den Körper zu konzentrieren. Was tut ihm gut, was tut ihm nicht gut in der Ernährung, in der Bewegung und so weiter. Oder mal nur auf die Gefühle achten. Was empfinde ich in bestimmten Situationen? Was tut mir gut, was tut mir weniger gut? Wo bin ich kraftvoll und was zieht mich herunter? Wovon möchte ich mich trennen? Woran möchte ich arbeiten in meiner Gefühlswelt, damit sie noch stabiler wird, noch mehr in Balance ist? Diese Gelegenheit haben wir und ich wünsche Ihnen von Herzen, dass Sie sie nutzen können. Am 26.12.1958 sagt Bruno Gröning: Alle, die zwischen Gut und Böse leben, die haben noch die Chance. Diese Chance sollten Sie nützen. Und dafür wünsche ich Ihnen von ganzem Herzen viel, viel Kraft und gutes Gelingen. Dankeschön.